Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Heute kommen wir wieder zu einem Video in Einleitung der Fiqh-Wissenschaften und diesmal geht es um die Merkmale des Fiqh in der Gegenwart. Und es gibt diese Videoreihe als eine Playlist auf YouTube und ich empfehle euch, sie dort anzuschauen. Dies, also die Merkmale des Fiqh in der Gegenwart. Dies ist nun die vierte Phase des Fiqh. Wie wir damals besprochen haben, gibt es verschiedene Einstufen, aber in diesem Buch sind es 4. Ich wiederhole sie kurz. Erstens war die Phase der Gesetzgebung. Zweitens war die Phase der Madahib, also der Rechtsschulen der Sahaba. Drittens war die Phase der heutigen Madahib. Und viertens die Phase der Gegenwart, die wir heute besprechen. Und wir müssen wissen, oder wir sehen es alle, in der heutigen Zeit sind Bewegungen entstanden, die rufen dazu, die Rechtsschulen aufzugeben, wa'udhu billah, und leider sehr oft auf TikTok sieht man sowas, die rufen dazu auf, die Rechtsschulen aufzugeben. Ab dem Jahr 1300 nach Hijra kamen diese Leute und wollten die Madahib wegschmeißen und sie sagten, die letzten Jahre waren Jahre des Stillstand, weil alle dem Madahib folgten. Diese Leute wollten ab dem Zeitpunkt alles von Null beginnen und sie wollen die Madahib verwerfen. Das bedeutet, sie wollen zu jedem Thema wieder selbst Ijtihad machen, zu dem sie nicht befähigt sind. Und jetzt sage ich euch, schaut mal 200 Jahre in die Vergangenheit. Das Leben hat sich kaum unterschieden von dem Leben der Sahaba. Aber jetzt schau mal 50 bis 80 Jahre zurück. Die industrielle Reformation hat das komplette Leben geändert. Es gibt Autos, es gibt Internet, es gibt Handy, es gibt alle mögliche Blödsinn und wir benötigen keine Reform der Rechtsschule. Diese Leute sagen, durch diese Errungenschaften benötigen wir eine Reform, aber wir benötigen keine Reform der Rechtsschulen, sondern die Rechtsschulen sind seit jeher korrekt. Jetzt stell dir mal vor, ich gebe ein Beispiel. Du hast ein Bauwerk, das 1000 Jahre alt ist und alles funktioniert. Warum solltest du das jetzt abreißen? Denk darüber nach, ob es überhaupt wirklich erforderlich wäre, alles neu aufzubauen. Natürlich benötigen moderne Sachen wie Bitcoin, Aktien und so weiter eine neue Betrachtung, einen Ijtihad auf diese modernen Sachen sozusagen. Aber es besteht keinen Anlass, die Rechtsschulen komplett in der heutigen Zeit zu reformieren. Diese Sachen, die damals von den Imamen festgestellt wurden, kann man heutzutage immer noch anwenden und kann auch bis zum Ende der Zeit umgesetzt werden. Es gibt Menschen, die den Usulul Fiqh als die Grundlage des Fiqh erneuern wollen. Stellt euch das mal vor. Dies bedeutet nicht, dass der Gelehrte eine Zusammenfassung über ein komplexes Thema im Fiqh machen, um es zu erleichtern, sondern es geht um Leute, die wollen den Inhalt verändern. Also nochmal, es geht nicht um die Gelehrten, die ein Thema, die eine Zusammenfassung über ein komplexes Thema machen, sondern es geht um Leute, die wollen den Inhalt komplett ändern. Die wollen den Weg der Salaf, der ersten 3 Generationen verlassen und eine komplette neue Grundlage schaffen. Aber niemals darf man den Usul ul Fiqh nach dem Verständnis der Salaf verändern. Die Scharia kann nur korrekt verstanden werden, wenn man den Usul al Fiqh der Salaf folgt. Und durch die Industrialisierung haben wir sogar bessere Möglichkeiten, um den Fiqh zu studieren und umzusetzen. Und ich nenne einige Sachen, und diese blende ich auch ein aus dem Buch. Und die erste Sache ist der Druck von Büchern. Der Buchdruck hat enormen Einfluss auf das Verbreiten des Fiqh und das Wissen wurde in einem riesigen Ausmaß verbreitet. Die Bücher, die in unserer Zeit verfasst wurden, lässt sich in 2 Kategorien einteilen. Erstens die Bücher von den damaligen Gelehrten. Diese wurden durch Tahqiq, also wissenschaftliche Überprüfung und Bearbeitung und dann als gedruckte Ausgabe veröffentlicht. Und jetzt hört gut zu. Jemand, der Tahqiq macht, muss sich sehr damit beschäftigen. Er muss das Originalbuch kennen und es zusammentragen. Denn früher gab es diese Werke nur als handschriftliche Exemplare. Aber heute kannst du in einer Stunde 100 dieser Exemplare drucken lassen.
Ihr müsst euch vorstellen, damals hatten nur große Gelehrte diese Bücher, weil sie von Hand abschreiben mussten. Heute kann jeder Talibul Ilm und jeder andere auch ganze Zimmer voller Bücher haben. Und das Abschreiben der Bücher benötigte enorm viel Zeit. Stell dir jetzt mal vor, du musst Sahih Muslim oder Riyadus Salihin abschreiben, damit du es ins Bücherregal stellen kannst. Und daran erkennt man die Arbeit dieser Gelehrten. Die heutige Zeit hat aber auch ihre Kehrseite. Denn jeder kann sich Bücher kaufen, für die er nicht qualifiziert ist. Damals musste der Student zum Gelehrten gehen und fragen, ob er das Buch ausleihen kann zum Abschreiben, und der Gelehrte prüfte ihn dann gleich, ob er für dieses Buch überhaupt qualifiziert ist. Und dies ist heute leider nicht mehr der Fall. Jeder kann sich jedes Buch kaufen und interpretiert da irgendwas herum. Und zweitens, die Bücher von den heutigen Gelehrten, die sind Bücher, die keinen Tahqiq brauchen, wie zum Beispiel Al-Minhaj von Sheikh Ahmed El-Said. Dann kommen wir zu den Entstehungen von Fiqh-Akademien. Und diese werden in zwei Organisationen eingeteilt. Es gibt die Organisation für islamische Zusammenarbeit und die Islamische Weltliga. Und dazu gehe ich jetzt nicht ein, das sollte jedem klar sein. Dann ist noch durch die Industrialisierung gekommen, das Aufkommen von Fiqh-Enzyklopädien, also wie Wikipedia für Fiqh-Angelegenheiten. Und dies ist für Forscher, und es gibt zum Beispiel Bücher über medizinischen Fiqh. Und diese wird auch in zwei Kategorien eingeteilt. Erstens gedruckt, die kuwaitische Enzyklopädie, und zweitens elektronisch, Jami' al-Fiqh. Und dann gibt es noch das Aufkommen von Fiqh-Zeitschriften, darauf muss man auch nicht eingehen. Und fünftens gibt es die Einrichtung von Fiqh-Webseiten. Und jeder kennt diese Webseiten, wie zum Beispiel Islamic QA und diese Seiten. Diese sind für Leute, die wenig Wissen haben, nützlich. Aber bei diesen Seiten muss man auch aufpassen, weil die Fatawa, die dort gegeben wird, ist für eine bestimmte Zeit und für eine bestimmte Person. Man sollte eigentlich nicht Fatwa nehmen, die nicht für eine Person maßgeschneidert wurde sozusagen. Aber für Leute, die wenig Wissen haben, damit sie sich ein wenig orientieren können, sind diese Webseiten eine sehr gute Anlaufstelle. Dann der sechste Punkt, große Anzahl neuer rechtlicher Fragestellungen, also Nawazil. Und Nawazil ist Fitna. Und deshalb ist es ein großer Nutzen, dass Gelehrte ein Buch über eine bestimmte Thematik schreiben. Denn es ist gezielt für die Gruppe, die dieses Thema benötigt. Ich gebe ein Beispiel, weil das war jetzt ein bisschen verwirrend. Beispielsweise der Verkauf von Häusern. Jemand ist jetzt Immobilienmakler und der kann das Buch von Fiqh kaufen, also für Kauf und Verkauf von Häusern lesen, und er muss nicht komplette Fiqh-Bänder und Bücher lesen, bis er sein Thema findet. Er muss also nicht lange suchen. Und das ist für diese Leute perfekt, damit man, wie gesagt, nicht lange suchen muss. Und dann gibt es noch siebtens die Scharia-Fakultäten und Fiqh-Abteilungen. Und diese sind in Kategorien eingeteilt. Und das ist eigentlich für Universitäten, die Fiqh-Einteilungen machen. Und da gibt es große Anzahl an akademischen Abschlussarbeiten, also Thesen im Fiqh bei diesen Scharia-Fakultäten. Und das waren die Sachen, die uns die Industrialisierung gebracht haben. Und vor was wir uns in Acht nehmen sollen, sind Leute, die denken, sie könnten nun den Fiqh reformieren. Barakallahu fiqh.